Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute eine Lübecker Marzipantorte herstellen und wie immer findest du alle Zutaten mit den nötigen Mengenangaben unten in der Infobox. Als erstes beginne ich damit, die Walnüsse grob zu hacken. Als nächstes nun gebe ich mir meine gehackten Walnüsse hier in meine Pfanne, um sie ein wenig leicht anzurösten. Dazu gebe ich dann einfach nochmal einen Esslöffel Zucker mit dazu und lasse den Zucker jetzt ein wenig karamellisieren. Ich gebe mir die Walnüsse in eine extra Schüssel, damit die Resthitze der Pfanne mir jetzt nicht die Walnüsse noch verbrennt, und lasse die Nüsse nun auskühlen. Als nächstes gebe ich mir dann etwas von der selbstgemachten Marmelade meiner Frau in einen Stieltopf und koche das Ganze einmal kurz auf. Auch die Marmelade fülle ich mir extra um und stelle sie mir bis zur weiteren Verwendung kalt. Als nächstes nun koche ich mir die Sahne mit der Butter einmal kurz auf. Das wird dann nachher die Creme, um die Torte einzustreichen. Ich habe ja nun gelernt, dass man das eben halt nicht mit der Sahne macht, da das Marzipan der Sahne das Wasser entzieht und dadurch wird das Ganze eben halt sehr schnell matschig. Also gibt es jetzt hier für diese Torte eine extra Creme. Nachdem sich nun die Butter aufgelöst hat, gebe ich die weiße Schokolade dazu und lasse diese jetzt auch schmelzen unter ständigem Rühren, damit mir hier ja nichts anbrennt. Auch das gebe ich mir dann in eine extra Schüssel zum Auskühlen. Die Walnüsse sind jetzt nun weitestgehend abgekühlt und ich kann jetzt hier mein Marzipan reinbröseln. Vermenge ich jetzt das Marzipan mit den Walnüssen. Diese Walnuss-Marzipan-Mischung stelle ich mir bis zur weiteren Verwendung zur Seite. Als nächstes möchte ich mir dann meine Sahne aufschlagen. Dafür gebe ich mir die Sahne in die Rührschüssel der Küchenmaschine. Gebe den Zucker dazu und schlage nun die Sahne in der Küchenmaschine auf. Ich gebe nun die Walnuss-Marzipan-Mischung mit in die Sahne rein. Und hebe dann das vorsichtig unter. Das ist nun die Basisfüllung der Lübecker Marzipantorte. Und die stelle ich mir dann jetzt erstmal zur Seite. Die vorbereitenden Arbeiten sind nun alle abgeschlossen und ich kann damit beginnen, die Lübecker Marzipantorte zusammenzusetzen. Beginnen werde ich also damit, den ersten Biskuitboden vorzubereiten. Dazu nehme ich mir meinen Backring. Jetzt nehme ich mir meine aufgekochte Marmelade und streiche damit den Boden ein. Dann kommt die erste Schicht Sahne.
Darauf gebe ich mir dann den zweiten Boden. Wieder etwas Marmelade. Die zweite Schicht Sahne. Kommt jetzt noch der dritte und letzte Boden. Oben drauf. Auch etwas andrücken. Und das werde ich mir jetzt erstmal für circa 1 Stunde in den Kühlschrank zum Durchkühlen stellen. Die Creme zum Einstreichen der Torte ist nun auch ausgekühlt und bereit zum Aufschlagen. Die Torte war nun circa 1 Stunde im Kühlschrank zum Durchkühlen und ich möchte jetzt als erstes den Tortenring entfernen. Dann möchte ich nun beginnen, die Torte mit der Creme einzucremen. Und jetzt nur noch einfach mit der Teigkarte das Ganze ein wenig glatt ziehen. Wieder werde ich sie für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank packen und während dann die Torte durchkühlt, kann ich mir schon mal mein Marzipan vorbereiten. Während die Torte jetzt am Durchkühlen ist, bereite ich mir nun meine Marzipandecke vor. Dafür nehme ich mir mein Marzipan mit etwas Puderzucker und verknete das Ganze. Der Puderzucker bewirkt, dass man das Marzipan leichter und besser verarbeiten kann. Das macht das Marzipan irgendwie geschmeidiger. Dann möchte ich nun beginnen, mir das Marzipan auszurollen. Das klappte ja schon mal gut. Dies ist nun die fertig eingedeckte Torte. Für einen Amateur wie mich bin ich nicht ganz unzufrieden. Die Torte werde ich nun wieder
bis morgen in den Kühlschrank geben zum ordentlich durchkühlen und dann werde ich morgen sie zu Ende dekorieren und dann auch anschneiden. Wenn wir nun schon dabei sind, möchte ich jetzt noch ein bisschen Deko für die Torte. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Das ist also hier eine Premiere. Ich habe mir nun einen Teil des überschüssigen Marzipans mit Lebensmittelfarbe rot eingefärbt. Ziel ist es, ich möchte auf die Marzipantorte ein paar Rosen inklusive Blätter als Deko verwenden. Dazu forme ich mir nun hier so einen Strang. Aus diesen Marzipanstücken rolle ich mir dann Kugeln. Dann nehme ich mir als nächstes eine Klarsichtfolie. Und jetzt das Ganze einfach nur mit dem Boden eines Glases platt drücken. Und nun beginne ich vorsichtig den ersten aufzurollen. Das soll nun der Stempel der Blüte werden. Ich nehme einen und wickel ihn um den ersten herum. Und so würde dann eine Marzipanrose dann bei mir aussehen. Für die erste gar nicht so schlecht, sicherlich nicht überragend, aber ich denke, als Verzierung kann man das bestimmt gebrauchen. Das sieht doch ganz schön aus. So, jetzt kommen noch die Sahnehauben oben drauf. Welche Form man jetzt mit diesen Sahnehauben wählt, bleibt da auch der Fantasie überlassen. Ich habe da schon die tollsten Varianten gesehen. Ein paar Walnusskerne. Das ist nun meine Marzipantorte Lübecker Art. Und nun zum Schluss, was auf keinen Fall fehlen darf, das Anschneiden der Torte. Ich möchte ja auch sehen, ob das wirklich was geworden ist. Da muss ich mir mal ein bisschen Platz machen.
Die Rose kann ich ja nun gleich auch wieder raufsetzen. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einer meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.